Hey, ich bin Jana und ich habe mir vor einer Weile V-Roid runtergeladen und ich konnte es dann einfach nicht mehr ausmachen. Und ich dachte mir, okay, ich werde jetzt einfach mal ein paar Models nachstellen und versuchen, besser zu werden. Und heute werde ich Ginger nachstellen. Sie ist eine VTuberin, deswegen dachte ich, das wäre eine ganz gute Vorlage, weil ihr Model ist auch einfach wunderschön. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine Challenge, die ich ausprobieren könnte. Und tatsächlich, während ich an diesem Model gearbeitet habe, hat sie sogar ein neues Model, beziehungsweise dasselbe Model, aber mit einem neuen Outfit veröffentlicht. Also deswegen dachte ich mir, hey, das macht ja jetzt nichts, wenn ich dann das andere Model nachstelle, wenn sie jetzt sowieso ein neues hat. Ich habe tatsächlich damit angefangen, eine Referenz in den Hintergrund einzufügen, weil V-Roid leider keine Funktion dafür hat. Ich weiß auch nicht warum, aber naja. Ich habe das mit einer Haarsträhne gemacht. Alle, die V-Roid kennen, sollten verstehen, was ich meine. Ansonsten hört sich das völlig verrückt an. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Hauptsächlich ist es einfach eine Textur, die auf einer Strähne ist. Und die muss ich dann so richtig im Hintergrund anpassen, dass sie von Proportionen her nicht zu sehr gestretched ist oder zusammengedrückt. Das kann auf jeden Fall ein bisschen nervig sein. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, erstmal den Körper so anzupassen, dass er zur Referenz passt. Ich glaube, ich habe hauptsächlich das Gesicht am Anfang gemacht und den Körper dann erstmal danach am Ende. Das Gesicht ist wahrscheinlich das, was ich am liebsten mache, denn wenn das richtig ist, dann wie der restliche Teil vom Model wahrscheinlich auch wie der Charakter aussehen. Mit den Flügeln hatte ich wahrscheinlich die meisten Probleme, weil man in V-Roid keine Flügel erstellen kann. Man muss Umwege gehen. Und in dem Fall ist es, ich glaube, das war auch eine Haarsträhne. Nein, das war ein Fuchsschwanz. Das heißt, ich musste auf diese Textur halt diesen Flügel oder beide Flügel zeichnen und dann so verbiegen, wie es ging, dass es halt was flacher aussieht oder dass halt so ist, wie es mir gefällt. Das eigentliche Problem dabei ist aber, dass der Fuchsschwanz, der ist natürlich am unteren Rücken verbunden. Das heißt, wenn das Model sich dann bewegt, geht das System, also die Software davon aus, dass dieser Fuchsschwanz auch weiter unten am Rücken ist. Und in dem Fall waren die Flügel aber halt sehr weit oben am Rücken. Das heißt, die waren nicht wirklich am Körper. Sie sind irgendwie weiter weggeflogen und das sah einfach nicht schön aus. Das heißt, man müsste bei den Flügeln die halt sehr weit unten einfach ansetzen, damit es funktioniert, die Animation. Oder sie einfach komplett weglassen, was halt nicht so schön ist. Aber ich hoffe, dass V-Roid da echt noch was einfügt. Und Hörner. Ich hoffe, sie fügen auch noch Hörner ein. Ja, und halt generell Flügel, genau. Und vielleicht auch noch andere Arten von Schwänzen, weil hier für diesen Teufelsschwanz habe ich auch den Fuchsschwanz benutzt und es kann halt manchmal sich so ein bisschen falsch auf die Textur legen oder halt nicht so ganz funktionieren, wenn man es dann bewegt. Und das ist dann nicht so schön. Und was mich auch überrascht hat, ist, ich weiß nicht warum, alle anderen Texturen und Vorlagen sind okay, aber der Fuchsschwanz hat eine sehr kleine Auflösung. Ich weiß nicht, warum das nur 500 Pixel mal 500 Pixel sind ungefähr. Ich glaube ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht. Also ich hatte das jetzt hier nicht, die Auflösung hatte ich nicht höher gemacht. Würde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich das brauchen sollte. Ich weiß nicht, ob das dann einen Unterschied macht, wenn ich es wieder kleiner mache oder ob ich das halt mit höherer Auflösung einfach in V-Roid einfügen kann. Aber ja, bei solchen Sachen muss man dann halt schauen, wie man das macht. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, aber ich habe die meisten Texturen in einem anderen Programm gemacht und nicht in V-Roid, einfach weil die Pressure Sensitivity, die spinnt manchmal rum. Deswegen ist es einfach leichter, das woanders rumzumachen, in einem anderen Programm. Ich habe das in Clip Studio gemacht. Das ist einfach das Programm, in dem ich mich am besten auskenne. Da kann man die Leinwand auch rotieren und alles. Also sehr viel angenehmer als in V-Roid. Dann waren die Haare dran und davor hatte ich wahrscheinlich am meisten Respekt, weil ich in V-Roid noch keine Haare gemacht habe ohne eine Vorlage. Von null auf. Deswegen wusste ich nicht, wie gut das funktionieren würde. Und deswegen habe ich das auch zum Schluss gemacht, natürlich, immer aufschieben. Ich muss aber sagen, der Pony war recht einfach. Also ich habe wirklich vorne beim Pony angefangen, dann die Seitensträhnen und habe mich erstmal nur darauf konzentriert. Und dann wusste ich natürlich, okay, ich muss die Zöpfe jetzt machen. Und da habe ich erstmal gesehen, oh verdammt, die Zöpfe sehen irgendwie schwierig aus. Ich glaube, offene Haare wären leichter. Deswegen sind die auch ein bisschen komisch geworden. Also unten vor allem, oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich habe ihre Schleifen in den Zöpfen vergessen. Nein, füge ich sie noch hinzu?
Ah, nein, ich glaube nicht. Ich bin jetzt fertig damit. Auf jeden Fall habe ich weiß nicht, also diese Curl, wo der Zopf so zusammengeht, das ist halt einfach wirklich nur so ein Kreis und das ist nicht richtig verbunden und alles. Wenn man genau hinguckt, dann macht das irgendwie auch keinen Sinn. Aber ich habe das jetzt einfach, ich habe es so gelassen. Ich bin der Meinung, dass das funktioniert so. Okay, es funktioniert so. Das fällt schon nicht auf. Ja, hinten die Zöpfe, wie die Haare zusammengehen, war auch ein bisschen schwierig. Ich wollte halt nicht Millionen Haare da reinmachen, die wirklich von der Kopfhaut aus anfangen, weil das wären wirklich sehr viele Ebenen gewesen, die ich hätte machen müssen. Deswegen habe ich mir das mal erspart. Besonders weil, wenn dieses Model als VTuber-Model benutzt wird, dann sieht man es auch nur von vorne hauptsächlich. Also das ist jetzt auch kein großes Ding. Ich habe natürlich trotzdem versucht, dass man die Haut drunter nicht unbedingt direkt sieht von überall. Und was anders ist bei mir, ist auf jeden Fall das Volumen hinten beim Kopf. Das ist bei mir alles flacher, weil ich nicht wollte, dass es nach hinten hin sehr groß wird. Deswegen habe ich das mal so gelassen. Es hätte bestimmt funktioniert, aber ich hatte schon so viele Sachen, die ich da irgendwie mit den Haaren ausprobiert habe, wo ich Probleme hatte, dass ich das erstmal so flach gelassen habe. Was heißt erstmal? Ich werde es so lassen. Ich war zuerst nicht so glücklich mit den Texturen von den Haaren. Aber ich glaube, jetzt so im Nachhinein sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich habe auch vor allem realisiert, dass man, wenn man die Textur wirklich so nachstellen will wie in der Referenz, dass man sehr viele unterschiedliche Materialien braucht für jede Strähne oder fast jede Strähne. Und dass es sehr viel Arbeit ist. Aber ich habe mich halt dafür, ich glaube, ich habe vielleicht so 3 Materialien, vielleicht auch 4. Und ich fand das schon anstrengend, also... Am Ende habe ich das Model dann in VSeeFace eingefügt. Das ist einfach eine Software, mit der man das Model dann bewegen kann. Und das geht alles über die Webcam. Ich würde einfach mal ein bisschen sie bewegen, schauen, wie es aussieht. Und ich muss sagen, es sieht gut aus. Also die Kalibrierung für die Emotionen, die müsste man dann halt natürlich separat selbst so richtig einstellen, dass es funktioniert mit dem Gesicht, mit seinem eigenen Gesicht. Aber ich muss sagen, sie sieht schon echt süß aus. Aber ich muss auch sagen, die Schleifen fehlen schon echt. Da fehlt schon ein bisschen Farbe jetzt in den Haaren. Naja, auf jeden Fall, ich muss nochmal Props geben an den Künstler oder Künstlerin, wer auch immer das gemacht hat, an das Originalmodel, weil das einfach, das erste Mal, als ich das gesehen habe, war ich so, wow, das ist echt ein schönes Model. Das ist wirklich schön illustriert. Deswegen wollte ich es auch unbedingt versuchen, in VRoid nachzustellen. Ansonsten, ich werde das VRoid-Model natürlich nicht benutzen, offensichtlich. Das war jetzt nur für die Übung. Das war nur zur Übung da und nicht, damit ich jetzt irgendwie Videos mache oder so, auf keinen Fall. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen. Was hat euch am besten gefallen von dem Model? Wo denkt ihr, hätte ich mich noch ein bisschen verbessern können? Was hätte ich anders machen können? Und kennt ihr diese Software schon oder nicht? Also das würde mich auch interessieren. War es jetzt was komplett Neues für euch oder... Ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht, dass ich mal über ein paar Sachen drüber gehe? Okay, danke fürs Schauen. Tschüss.